Der 47. Verhandlungstag im Untreueprozess gegen Dr. Rainer Füllmich. Gab es jemals ein Vermögen der Vorgesellschaft, das man hätte veruntreuen können? Und an wen hatte man eigentlich gespendet? Das Plädoyer des Gesellschaftsrechtlers Edgar Simond hat der Kammer eine gänzlich andere Rechtsauffassung zuteil werden lassen und alles auf den Kopf gestellt. Ist die Untreue damit wirklich so leicht vom Tisch? Oder anders gefragt, ist die Untreue wirklich so glasklar, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet wird? Die eigentliche Botschaft lautete, nicht jene, die das Geld gegeben haben, werden hier vom Gericht vertreten, sondern jene, die das Geld haben wollen. Und das sei der eigentliche Skandal, so Rechtsanwalt Simond. Die gesamte Aufklärungsbewegung werde hier mit Füßen getreten. Denn die Staatsanwaltschaft habe zu beweisen, dass hier gegen den Verwendungszweck verstoßen wird, so Rechtsanwalt Simond. Die Hauptverteidigerin Katja Wörmer plädierte ebenfalls und verwies erneut auf die Bedrohungslage durch eine Trollgruppierung hin, die sich weiter verschärfen soll. Ein Erwartungs-O-Ton? Ja, Erwartung. Also natürlich hoffe ich mir jedes Mal die Freilassung, ja, nachdem festgestellt wird, es liegt gar kein Delikt vor. Ne? Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Wir werden uns die Matrix hier und wie alles gespielt wird auf dieser Bühne hier noch weiter angucken müssen. Vermutlich. Auch ein kleiner Erwartungs-O-Ton? Kennen Sie den Fall Rainer Füllmich? Ja, was ist die Erwartungshaltung? Also man hofft ja eigentlich jeden Tag, dass alle Beteiligten ja im Sinne der Sache irgendwo zur Besinnung kommen. Ja, und es sind wirklich so Sachen, die einen wirklich sehr erschüttern und traurig machen. Aber wir dürfen eben, wir sollten alle versuchen, eben anständig zu bleiben. Ja? Und wir sollten wirklich hoffen, dass wirklich auch gewisse Kreise in der Justiz irgendwie zur Besinnung kommen, ja, und wirklich auch mal gucken, was sie da vielleicht auch anrichten. Also man sollte eben auch nicht gegen sein Gewissen arbeiten. Frau Christides, welche Erwartungen haben Sie an den heutigen Verhandlungstag? Welche Erwartungen habe ich? Ich hoffe, dass die Richter sich noch umstimmen lassen, was natürlich schwierig sein wird, nachdem vom OLG Braunschweig schon Hinweise ans Gericht kamen, also ein Beschluss kam, dass der vorherige Beschluss in der anderen Sache wegen den monatlichen Überweisungen für die Mitarbeiter der Kanzlei Füllmich zurückverwiesen wurde, gehe ich davon aus, dass die Richter natürlich hier wissen, wie sie zu entscheiden haben. Und ja, da sind meine Hoffnungen nicht so groß. Wenn es aber tatsächlich um Rechtsstaatlichkeit ginge, dann müsste eigentlich Rainer freikommen. Ja, heute rechne ich oder ich hoffe drauf, dass der Edgar Simond plädiert, weil er ja den wirtschaftswissenschaftlichen Teil, also was ist im Corona-Ausschuss kontenmäßig gelaufen, sicherlich inzwischen vielleicht, das war ja eine ganze Menge, vielleicht schon einen Einblick hat und dass wir da ein bisschen mehr drüber erfahren. Herr Rechtsanwalt Simond, wird es heute ein Plädoyer geben Ihrerseits? Ja, von meiner Seite aus wird es heute ein Plädoyer geben, ja. Ich denke mal ziemlich langes, hoffentlich werde ich das ein bisschen ausdehnen können. Ich hatte eine lange Nacht heute, bin heute bis, ich sag mal 6 Uhr, habe ich durchgeschrieben, musste ja noch die ganzen Sachen angucken, die mir gestern freundlicherweise der Herr Vorsitzende auf einer CD-ROM übermittelt hat. Habe noch was Interessantes gefunden, habe ich eingebaut. Schauen wir mal, was heute dabei rauskommt. Wie würden Sie Ihre gesellschaftsrechtliche Perspektive zusammenfassen, jetzt auf die Schnelle? Auf die Schnelle? Alles richtig gemacht. Das war auf die Schnelle. Okay, kommt die BGH-Rechtsprechung zum Einsatz? An 2 Stellen, ja. Und zwar zum Vorteil meines Mandanten. Ja, also Sie sehen sich gewappnet. Ich bin schon die ganze Zeit gewappnet. Ich frage mich die ganze Zeit, womit sich die Staatsanwaltschaft gewappnet hat. Ja, ohne jeden Beweis hier in so ein Verfahren reinzugehen und das hier über 40 Tage durchzuziehen, da gehört schon einiges dazu. Gut, dann viel Erfolg. Danke. Feedback? Nein, ich bin sehr zufrieden. Also mit dem Plädoyer, das ist was ganz Tolles. Nee, alles gesagt und vor allem viele Details, die ich nicht gekannt habe. Was da jetzt natürlich für Arbeit, für Zuarbeit nötig war, aber das hat er schön auf den Punkt gebracht. Nee, für den Moment sehr zufrieden. Mal sehen, wie das noch weitergeht. Ist Ihnen ein Detail hängen geblieben? Ja, die Details, die Beträge, um die es da geht, das sind mitunter ja gar keine, teilweise an Haaren herbeigezogene, wo man dann sagt, wieso macht man wegen solchen Beträgen da überhaupt da so eine Diskussionsgrundlage und nicht zuletzt bringt man da jemand hinter Gitter. Gell? Na,
Vielen Dank. Ganz, ganz schlimm. Unvorstellbar gut, detailliert. Da gibt es jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Es ist alles glasklar aufgedeckt. Es war ein Vergnügen. Das war jetzt wirklich ein Vergnügen. Das war ganz toll, was der Rechtsanwalt da uns vorgetragen hat. Also wenn es jetzt noch Zweifel gibt, also dann, naja, er hat es ja selber gesagt. Ne? Eines Feedback? Toller Rechtsanwalt, super gemacht. Und ich denke, es wird sich ins Gute wenden. Ja. Eigentlich können wir doch jetzt nur anhand dieses Plädoyers erwarten, dass wir heute die Freilassung erleben. Was anderes bleibt für mich nicht übrig. Eigentlich müsste Herr Rechtsanwalt Simond dieses Plädoyer noch mal einspielen und definitiv der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Eine bessere Zusammenfassung von allem, wenn man auch alle Streitigkeiten außen vor lässt, kann man nicht kriegen. Und wie dieser Mann das waren jetzt über 3 Stunden, ne, die er frei am Stück geredet hat, über Nacht formuliert hat, ist einfach Wahnsinn. Großes Chapeau. Also das war genial heute. Das war genial. Die Umrechnung. Herr Recher, wie hat Ihnen das Plädoyer gefallen? Kleines Feedback, Frau Henning. Irgendwelche Details, die Ihnen hängen geblieben sind? Ja, einiges. Also erstmal sind meine Erwartungen voll erfüllt worden. Also ich finde das richtig klasse, was da vorgetragen wird. Schön aufgedröselt, sodass man es auch einfach verstehen kann. Es hat die Gesellschaft, es gibt die nicht, es hat sie nicht gegeben. Und das Tolle daran, also man wäre sowieso keine Schuld dann da, aber was auch sehr schön rausgebracht wurde von dem Edgar Simond ist, selbst wenn man dem Gericht folgen würde, käme genauso wenig die Strafbarkeit oder überhaupt in der Höhe irgendwas raus. Also sehr schön, sehr gut. Nee. Mach nur meinen Job, Leute. Mach nur meinen Job. Schauen wir mal. Wie fühlt es sich an, Ihre drängenden Gedanken jetzt mal losgeworden zu haben? Ja, das ist eine gute Sache. Ja, ich fühle mich jetzt befreit, muss ich gestehen. Ich bin jetzt doch heute Nacht sehr, sehr fleißig noch gewesen. Ich habe bis heute Morgen um 6 oder 7, glaube ich, durchgeschrieben. Habe meine ganzen Gedanken nochmal geordnet. Ich habe das ganze Plädoyer nochmal umgestellt. Ich war eigentlich schon fertig und habe es nochmal komplett umgestellt. Aber gut, ich habe dann noch ein paar Zahlen reingebracht, die ich jetzt heute Nacht noch errechnet habe. Auch den Schadensersatzanspruch nochmal berechnet, weil ich ja das noch nicht fertig hatte. Aber wie gesagt, ich habe alles reingebracht, was ich reinbringen konnte und wollte. Und das ist okay für mich. Wie haben Sie die Kammer vernommen? Körperhaltung, Reaktion? Naja, was erwarten Sie, dass die in Standing Ovations ausbrechen? Das wird nicht passieren. Also, was ich natürlich gesehen habe, ist, und das war wichtig, dass mir insbesondere die Schöffen von der ersten bis zur letzten Minute gefolgt sind. Sie haben nicht abgeschaltet, sind nicht eingeschlafen. Ich habe mir auch große Mühe gegeben, ein wenig zu intonieren, um das auch lebhaft zu gestalten. Musste mich ab und zu mal ein bisschen tränken, weil ich etwas ausgetrocknet war, aber war okay. Sie hatten von einem völlig verfehlten Rechtsverständnis seitens der Staatsanwaltschaft gesprochen, die entgegen der Rechtsauffassung des BGH sein soll. Was soll an diesem Rechtsverständnis verkehrt sein? Naja, es geht ja schon damit los, dass Sie immer noch vom Bestand einer GUG ausgehen, die schon lange erledigt ist, weil die Eintragungsabsicht nicht mehr da war, sehr früh schon. Also heißt früh. Man muss sich mal vorstellen, das Finanzamt hat ja fast über ein Jahr gebraucht, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht gemeinnützig werden. Also insofern ist das schon ein Unding. Ja, Sie sind ja hier auch noch von Fremdfaktoren abhängig gewesen, was die Eintragung der GUG angeht. Aber Sie sind nicht tätig geworden, nachdem Ihnen das klar war, sondern im Gegenteil, Sie haben die Auseinandersetzung angestrebt, obwohl nach meiner Auffassung ein Vermögen überhaupt nicht existiert. Der GUG, der hat eigentlich mal ein eigenes Konto gehabt. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, also meinethalben kann die Staatsanwaltschaft bei ihrer Rechtsauffassung bleiben. Ich habe eine andere. Wie kommt das Gericht bzw. die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal in erster Linie zur Strafbarkeit von Dr. Füllmich? Naja, das ist ja eigentlich relativ einfach. Wir haben ja 2 Darlehensverträge und mit Darlehensverträgen kann man natürlich nichts werden, wenn man dann eine Strafbarkeit draus machen will. Das hat Frau Reinecke auch gesehen. Sie hat auch gesehen, dass es keine Vermögensbetreuungspflicht gibt, die ja für den Betrugstatbestand von erheblicher Bedeutung ist. Und das war die erste Staatsanwältin, die den Vorwurf des Betruges eingestellt hat nach 170(2 Strafprozessordnung, also ohne jeden Tatverdacht. Und genau das Gleiche hätte auch bei der Unterschlagung stattfinden müssen, weil ja die Vermögensbetreuungspflicht gefehlt hat. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, was hier konstruiert worden ist. Sie
Sie sagten auch, für die beiden Gesellschafter, wie nicht Werner Fischer, Antonia Fischer und Justus Hoffmann, käme allenfalls in Betracht, die 500 € zu verteilen. Das ist alles, was übrig bleiben sollte. Ja, Was meinten Sie damit? Ja, so ist es. Sie haben ja alle 125 € bezahlt. Das Stammkapital der GUG beträgt ja 500 €. 4 mal 125 macht 500. Also teilen Sie das wieder auf, wenn Sie die Gesellschaft auflösen, weil ein anderes Vermögen gibt es nicht. Und das ist eben der Kasus Knacktus in diesem Fall, dass es eben kein Vermögen der GUG gibt, das hätte bestätigt werden können. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum die Antonia Fischer hier Jahre, Wochen, hätte ich mal gesagt, monatelang rumgesessen hat, weil sie hatte gar keinen Anspruch. Sie haben auch in dem Zusammenhang einen Beweisantrag gestellt, nämlich 20.000 Spender zu vernehmen. Können Sie das näher ausführen, was das zur Sache tut, warum die Spender hier eine Rolle spielen? Ja, ist doch ganz einfach. Wer hat denn das Geld gegeben? Und wessen Interesse wird denn hier gewahrt? Das von den Mitgesellschaftern oder von denjenigen, die das Geld gegeben haben? Es wird das Interesse derer gewahrt, die das Geld gegeben haben. Also muss ich erforschen, was die mit dem Geld anstellen lassen wollten. Und wenn die sagen, könnt ihr euch Darlehen geben, wenn ihr zurückzahlt, gar kein Problem, dann gibt es hier keine Strafbarkeit. Ganz einfach. Und das wird nicht gemacht, es wird nicht ermittelt. Es wird nur geguckt, was Justus Hoffmann und Antonia Fischer möglicherweise für ein Interesse haben an einem Vermögen, das es nicht gibt. Sie haben auch Schadensersatzrechnungen durchgeführt, die Sie auch über den Bildschirm projizieren lassen haben. Was ging daraus hervor? Ja, die Schadenszumessung ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, denn wir haben ja festgestellt, dass es eine BGB-Gesellschaft ist und in der BGB-Gesellschaft muss man Beiträge leisten. Die Beiträge sollten hier in Dienstleistungen bestehen. Die Dienstleistungen sind aber von den beiden Mitgesellschaftern, Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann, nicht in dem Umfang erbracht worden wie von den beiden anderen Gesellschaftern. Wir haben gesehen, dass der Beitrag von Herrn Justus Hoffmann, ich glaube es war in 21, auf 20% gefallen ist und der von Antonia Fischer auf 50%. Also das kann dann nicht dazu führen, dass man im gleichen Maße an diesem Kapital der Gesellschaft, wenn es ein solches gegeben hätte, beteiligt sein kann. Denn die Gesellschaft hat dadurch aufgrund der Treuepflichtverletzung gegenüber den anderen Gesellschaftern einen Schadensersatzanspruch. Und den muss man einfach berücksichtigen. Hat das bisher in diesem Verfahren Berücksichtigung bekommen? Nein. Gerade die Frage der Schadenshöhe ist hier meines Erachtens nach vollkommen stiefmütterlich behandelt worden. Man hat einfach nur geguckt, wie viele Gelder sind überhaupt geflossen, aber man hat sich nicht überlegt, ob da eine Berechtigung dahinter stand, das zu tun oder nicht. Man hat ganz pauschal gesagt, da gibt es keine Berechtigung. Ich habe ja ausgeführt, dass wir 118 Sendungen mit permanenter körperlicher physischer Anwesenheit und auch Vorbereitungszeit von den beiden Mitgesellschaftern Viviane Fischer und Rainer Füllmich erbracht worden sind. Das ist ein Riesenaufwand, der da getrieben worden ist. Das ist auch völlig unstreitig, aber es wird natürlich nicht in die Kalkulation mit einbezogen. Warum sollte es auch? Denn man muss ja ein Schadensvolumen möglichst astronomischer Höhe generieren, damit man auch entsprechende Haftstrafen verhängen kann. Das ist der Sinn der Sache. Ja, und welchem Zweck dient jetzt diese Schadenszumessung, die Sie jetzt mal fingierterweise dargestellt haben? Naja, wenn man davon ausgeht, dass die Rechtsauffassung oder besser, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Rechtsauffassung des Gerichts richtig wäre, dass es hier eine GUG gibt, die ein Vermögen hat, obwohl sie nicht mal ein eigenes Konto hatte, dann ergibt sich trotzdem immer noch die Tatsache, dass hier eine schwere Treuepflichtverletzung der Mitgesellschafter, Antonia Fischer und Justus Hoffmann vorliegt, die eben ihren Aufgaben, sprich ihren Beitrag zu leisten, sprich anwesend zu sein und mit der Aufklärung mitzuwirken, nicht nachgekommen sind. Denn nach seiner eigenen Aussage hatte ja auch insbesondere Dr. Justus Hoffmann dickere Schnitzel auf dem Teller. Ja, was soll ich sagen? Also alle 5 Minuten musste ich an die Sequenz von Louis de Funès denken. Nein, doch. Oh. Also alle 5 Minuten kann man das einfach einspielen, bei dem alles gelaufen ist. Ja, und sonst, was ist mir noch eingefallen? Der Spruch von Roman Herzog, geben Sie sich einen Ruck. Kammer, Herr Richter, Staatsanwalt, geben Sie sich einen Ruck für die Gerechtigkeit und nicht nur für das Recht und Paragraphen. Heute hat Edgar Simon plädiert, der hat noch wieder einen draufgesetzt oder nahtlos dran geknüpft. Und ich bin noch mal beeindruckt, ich wusste gar nicht, dass es noch eine Steigerung der ganzen Sache gibt. Die ergänzen sich ja alle, die Anwälte. Ich kann mich noch mal wiederholen. Ich wünsche mir, dass der Edgar das öffentlich macht, weil dann erkennen auch Menschen, die jetzt wenig Ahnung von sowas haben, die Details. Und er hat das so scharf dargelegt, dass es hier alles nur politisch gestrickt ist, Intrigen sind. Und ich sehe das so, ich glaube auch daran, glaube nicht nur daran. Und würde jetzt an dieser Stelle ist es an der Zeit zu sagen, dass ja auch gewisse andere Leute aus gewissen Chats, die das jetzt alles auffliegt, die das wussten, aber auch andere Leute, die jetzt hier zu dem Verfahren nicht hinfahren,
auch an einen gewissen Anwalt aus Köln zum Beispiel, würde ich mir wünschen, dass der mal hier hinkommt und sich das anguckt, um dann vielleicht mal mit seiner These, die er außerhalb des Gerichtssaals hat, mal hier das bespricht mit den Anwälten. Ich glaube, da hat nach meines Erachtens hat er gar keine Chance dagegen, weil das Ganze viel schichtiger ist, als wie er das darstellt. Und man sieht einfach hier, dieser Mann, meines Erachtens ist völlig unschuldig, der Rainer Füllmich. Und dass sowas hier abgeht, kann man fast gar nicht mit Worten aussprechen. Und das, was ich noch dazulegen will, Michael Ballweg guckt man sich an, meine Verfahren, Thomas Brauner, viele, viele andere Verfahren. Da haben wir schon die Dreistigkeit gesehen, die abgeht. Und warum dann ein Anwalt aus Köln, der selber sagt, wie die Justiz in seinen Verfahren in Hannover und so rechtswidrig arbeitet, aber hier beim Rainer, da ist ja vielleicht doch alles so richtig, stelle ich mal sehr in Frage. Und ich wünsche mir, dass der auch mal hier hinkommt. Liebe Grüße von hier aus. Die Staatsanwaltschaft hat angefangen, ihn zu jagen, bevor sie überhaupt Beweise für seine Schuld hatte. Und das finde ich ganz, ganz extrem hart. Sie hatten von einem tatsachengestützten Verdacht gesprochen, der Ausgangspunkt von Ermittlungen sein sollte und in dem Zusammenhang eine E-Mail vorgelesen, aus der hervorging, dass der Haftbefehl schon weit vor dem Ende der Ermittlungen ausgestellt wurde. Können Sie das noch mal wiedergeben? Ja, also der Haftbefehl wurde ausgestellt. Ich habe das hier auf meinem Handy deswegen mal notiert, weil ich das für eine wichtige Information halte. Wurde am 15.03.23 ausgestellt. Und dann gibt es eine E-Mail vom 23.09., also 6 Monate später. Da war längst die Ermittlungen, also die Bemühungen waren schon im Gange, ihn aus Mexiko zu entführen. Gibt es eine E-Mail von Staatsanwalt John an einen Mitarbeiter, ich sage jetzt nicht an wen. Da steht es dann, es wäre gut, das wie gesagt aus dem September, 6 Monate nach dem Haftbefehl, es wäre gut in etwa zu wissen, wann die Ankunft in der BRD wäre, also die Ankunft von Dr. Rainer Füllmich. Und jetzt kommt's, da ich im Verfahren noch reichlich zu ermitteln habe. Also sind die Ermittlungen nicht mal ansatzweise abgeschlossen und wie ich auch aus sicherer Quelle weiß, sind sie noch nicht mal nach seiner Entführung in die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen gewesen, sodass wir hier also einen wirklich haarsträubenden Fall davon haben, dass man hier einfach mal kurz einen Haftbefehl ausstellt, weil man meint, politisch diesen Mann aus dem Verkehr ziehen zu müssen. Und ich finde als Essenz aus dem Plädoyer von Edgar Simond, dass man aus dem bürgerlichen Recht keine Tatsache schaffen kann, die man eventuell dann der Strafverfolgung beführen kann. Das heißt, wenn es eine Zivilgesellschaft gewesen ist, muss ich auch bürgerliches Recht BGB anwenden und darf kein Strafrecht anwenden und darf keinen Tatbestand aus dem Strafrecht herauszimmern. Und genau das ist in diesem Fall ja passiert. Das heißt, es wird ein Straftatbestand geschaffen als Konstrukt, aber löst sich in nichts auf, weil aus der Gesellschaft sich das nicht ergibt, weil sie gar nicht existiert hat. Es ist immer eine bürgerliche Gesellschaft gewesen. Es war auch ganz interessant, wie Edgar Simond zitiert aus der Akte, dass es hier um nicht regierungskonforme Tätigkeit ging. Und das war offenbar das Schlüsselwort. Das war die Gründung des Finanzamts, ne? Genau. Und der hat sich auch das Gericht angeschlossen, offenbar. Denn auch auf der Akte des Gerichts stand Corona am Ende und nicht irgendwie Darlehen. Und interessant fand ich als Nichtjurist, wie er nochmal herausstellte und hervorhob, dass wenn zivilrechtlich einem nichts anzuhaben ist, dass da auch strafrechtlich nicht vorgegangen ist. Ich meine, das ist schlüssig. Wenn wir untereinander ein Geschäft vereinbaren und da ist nichts zu beanstanden, da kann man das strafrechtlich erst recht nicht. Aber das war richtig sehr eingängig und sehr hilfreich. Herr Simond hat die Chatprotokolle vorgetragen von Justus Hoffmann und von Viviane Fischer und hat sehr klar dargelegt, dass es ihm um das Geld geht, um das Spendengeld des Corona-Ausschusses. Und zwar wie bei einem, als ob das eine Beute ist. So wurde das klar, kam das klar aus dem Chatverlauf heraus. Und das hat er dem Richter, den Richtern, den Schöffen und den Laienrichtern und der Staatsanwaltschaft vor die Nase gehalten und hat die damit klar zum Ausdruck gebracht, wenn ihr das nicht sehen wollt,
er sagt es doch klar, dass das meine Beute ist, dass ich das dem abjagen will, dem Rainer Füllmich. Damit machen Sie sich zum Mitschuldigen eines Verbrechens. Das kam so heute so klar heraus, dass die Schuld, wo die Schuld zu suchen ist für diese Entwendung des Geldes. Frau Wörmer, Ihre Kollegen haben nun alle plädiert. Sie hatten noch eingangs heute geschildert, dass sich das Bedrohungsszenario noch mal gesteigert hat und dass Sie noch mal versuchen möchten, die Zeugin vorzuladen. Was können wir jetzt noch von Ihnen erwarten, die letzten Stunden? Also ich werde jetzt gleich eine Erklärung vorlesen und wir werden über dieses Thema weiter sprechen. Ich werde da eventuell auch Anträge stellen. Möglicherweise müssen wir die Öffentlichkeit mal kurz ausschließen, weil ich sonst gewisse Dinge nicht sagen kann, die ich gerne sagen würde. Das hat heute Morgen, war das auch ein bisschen zu spontan. Ich wollte es aber schon mal anbringen. Mir war das Plädoyer des Kollegen Simond aber sehr wichtig und ich denke, das war auch sehr gut, dass wir das gehört haben. Er hat das nochmal sehr schön gesellschaftsrechtlich alles gewertet, was wir bisher zwar schon Teil schon vorgetragen hatten, aber zumindest diese gesellschaftsrechtliche Wertung war ja auch nochmal jetzt sehr wichtig. Und ja, jetzt gehen wir wieder in die harte Realität zurück. Okay. Leider. Danke. Können Sie sagen, warum die Öffentlichkeit jetzt ausgeschlossen wurde? Ja, es ging ja heute Morgen schon um die Bedrohungslage, die ja hier herrscht, dass tatsächlich Sachen, die in der Verhandlung sind, in dem Chat durchgekaut werden und Verteidiger sowie auch Prozessbeteiligte und Zeugen Sachen angedroht werden. Und wie wir jetzt erfahren haben, gibt Frau Wörmer einfach nicht auf und sagt, wir haben aber genug Argumente, nur um die vorzubringen, müssten wir die Öffentlichkeit ausschließen. Und das geht um... Da waren wir ja schon früher immer ausgeschlossen worden, wenn es um ging. Und das ist halt dann auch im weiteren Verlauf des Verfahrens weiter anzuwenden. Also ist davon auszugehen, meines Erachtens nach, dass wir jetzt immer noch darüber sprechen, ob die Zeugen, die ganzen Tage jetzt schon gebeten werden soll, ob sie die zulassen würden. Können Sie diesen Vorgang nachvollziehen, dass da jetzt die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde? Welchem Zweck das dient? Den Vorgang, der Ausschluss der Öffentlichkeit, kann ich nachvollziehen, wenn es also die persönlichen Belange eines Beteiligten oder eines Menschen überhaupt, der irgendwie mit dem Verfahren in Beziehung steht, betrifft, kann ich das sehr wohl verstehen. Und in diesem Fall hat das Gericht dem Antrag der Verteidigerin Katja Wörmer stattgegeben. Und das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Frau Christides, möchten Sie abschließend noch Ihre Wahrnehmung der letzten Ausführungen teilen? Ja, was ich sagen kann zum heutigen Tag ist, dass ich glaube, die beste Idee, die ich je hatte, dass ich den Rechtsanwalt Edgar Simond überreden konnte, dass er mit in dieses Verfahren kommt. Ich bin heute noch dankbar über den Abend, den wir in einem griechischen Lokal zusammen verbracht haben, wo ich mit ihm sprechen konnte und ihn doch so ein bisschen überzeugen konnte, dass er hilft. Und ich glaube, er hat eine ganze Menge bewirkt heute. Davon bin ich überzeugt. Ich bin heute so entlastet und ich fühle mich richtig gut, weil ich das Gefühl habe, jetzt haben auch die Letzten alles verstanden. Nochmal zurückzukommen auf den Abend im griechischen Lokal. War das der Augenblick Ihrer Überzeugungskunst, Herr Simond in Ihre kriminelle Vereinigung mit aufzunehmen? Nee, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe, dass ich beteiligt sein soll unter dem Schirm von Action Resist zur Bildung einer kriminellen Vereinigung mit Edgar Simond und mit Katja Wörmer. Es hat mich eher belustigt. Das weiß ich erst seit etwa 3 oder 4 Wochen und ich habe es auch gar nicht ernst genommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Danke. Frau Wörmer, Sie haben heute einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt, dem stattgegeben wurde. Hatte dies was mit der geschilderten Bedrohungslage zu tun? Unter anderem, aber ich darf, wie gesagt, über den Inhalt dessen, was da besprochen wurde, ist in der Öffentlichkeit nicht reden, sonst hätten wir die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen. Und natürlich werden die Personen, die dann oder die Prozessbeteiligten, die während des Ausschusses der Öffentlichkeit anwesend sind, auch zur Geheimhaltung verpflichtet seitens des Gerichts. Also insofern, ich habe ja ein paar Mal darauf Bezug genommen und der Vorsitzende hat auch was zu dem Beschluss gesagt und ich werde mich in der Hinsicht dann weiterhin auch nicht dazu äußern. Sie haben dem Richter energisch widersprochen, dass die Glaubwürdigkeit der Anzeigerstatter sehr wohl was zur Sache tut und es nicht vollständig sei bzw. lebensfremd sei, es nur auf Chatprotokolle und E-Mails zu stützen. Können Sie das näher ausführen?
Ja gut, das ist einfach so. Also das erfolgt, glaube ich, dem gesunden Menschenverstand und der allgemeinen Lebenserfahrung. Dass man sich nie einfach nur auf irgendwelche Chatnachrichten oder E-Mails beziehen kann. Also wenn ich mit irgendwem eine Beziehung führe und das nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im geschäftlichen Bereich oder wenn ich eine Gesellschaft zu führen habe oder gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen oder finanzielle oder wirtschaftliche Auseinandersetzungen habe, die sich über einen so langen Zeitraum hier, mindestens 2 Jahre, wenn nicht noch länger, während des Bestehens der Gesellschaft des Formates Corona-Ausschuss über die gesellschaftsrechtlichen Themen kann man sich ja wahrlich sehr, sehr weitreichend streiten. Das habe ich vorhin auch ausgeführt und das hat der Kollege ja auch heute Morgen ausgeführt. Da hat man so viele Aspekte, Gespräche und möglicherweise gibt es da auch noch ganz viel Kommunikation, die hier im Rahmen des Gerichtsverfahrens einfach gar nicht ausgewertet wurde. Ich kann mich doch nicht ernsthaft bei einem Zeitraum von über 2 Jahren auf 2 E-Mails aus dem November 2020 und dann einige Postings auf Telegram oder wo auch immer das gepostet wurde zwischen Viviane Fischer und Rainer Füllmich aus dem Sommer 22 beziehen und daraus eine Untreuehandlung, die dann zu mehreren Jahren Strafhaft und zu 17 Monaten Untersuchungshaft führt, konstruieren. Also was ist denn da alles zwischen passiert und was haben die beiden Gesellschafter sonst noch alles besprochen und was gab es für Verträge etc. pp. Und für andere Unterlagen oder auch für Fakten, die einfach durch Handeln manifestiert wurden. Und ich beziehe mich auf 2 E-Mails und sage, das ist unumstößlich. Daraus ist völlig klar, das waren Scheinverträge. Er wollte nicht zurückzahlen, obwohl er das Gegenteil in der E-Mail geschrieben hat, auf die hier Bezug genommen wird. Und er hatte auch Jahre danach zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt keinen Rückzahlungswillen mehr etc. Also das habe ich auch so noch nie erlebt, muss ich sagen. Das liegt außerhalb jeder Lebenserfahrung. Ich habe ja gerade auch schon noch was dazu gesagt, indem ich das mit Beziehungen, auch mit privaten Beziehungen oder einer zerrütteten Ehe verglichen habe. Hier das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern ab einem bestimmten Zeitpunkt, das hat der Kollege ja auch ausgeführt heute Morgen. Insofern ist das völlig lebensfremd, dann zu sagen, ich beziehe mich auf die beiden E-Mails, andere Beweismittel lasse ich nicht zu. Ich lasse auch keine Beweisaufnahme mehr zu. Auch die Zeugen dürfen nur noch ganz eingeschränkt befragt werden. Die dürfen sich dazu nicht äußern und mein Urteil steht eh schon fest. Also das ist außerhalb jeder Logik und außerhalb jeder Lebenserfahrung. Sie sagten, dass die Anzeigestatter sich womöglich ihre Rechte als Mitgesellschafter in Bezug auf ihre gesellschaftsrechtliche Treuepflicht verwirkt hätten. Was meinten Sie damit? Naja, der Kollege Simund hat heute Vormittag dargestellt, dass es da weitreichende Zerwürfnisse gegeben hat. Das haben wir ja auch in der Akte gesehen. Und ich habe das vorhin auch nochmals wiederholt und zusammengefasst. Man war total zerworfen. Es gab schon seit Mitte 21 überhaupt keine einvernehmlichen, konstruktiven Gesellschafterversammlungen mehr. Ein Termin bei einem Notar im November 21, wo die Eintragung letztmalig versucht wurde, da ist man nicht erschienen. Also, und vorher hat man die Eintragung verhindert. Man hat sich generell so zerstritten, dass auch überhaupt kein Kontakt mehr bestand und dass seit Mitte 21 die beiden Anzeigenerstatter auch nicht mehr teilgenommen haben an der Ausschussarbeit, weder vor noch hinter der Kamera. Also wie zerstritten muss man sein, wie zerworfen müssen auch geschäftliche Beziehungen sein, als dass man da noch sagt, die gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten. Man hat den Angeklagten ja dann auch noch ausgeschlossen. Man hat ihn dann ausgeschlossen gegen seinen Willen, letztlich am 5. Oktober 22 aus der Gesellschaft. Man hat ihm sämtliche Rechte entzogen. Das sollte er jetzt noch mal in einem Vergleichsvorschlag Anfang letzten Jahres anerkennen. Das zeigt, dass man sich da offensichtlich auch nicht 100%ig sicher ist, ob das rechtlich so haltbar ist. Man hat ihn vorher aus dem Format rausgeworfen am 2.9. Also ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen. Es gab so viele Verletzungen von gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten, dass man hier wirklich auch eine Verwirkung von gesellschaftsrechtlichen Ansprüchen und einer Verwirkung der Stellung als Gesellschafter sprechen könnte. Abschließender Aspekt noch. Sie haben wiederkehrend auch Viviane Fischer wieder ins Spiel gebracht, dass der Umgang mit Viviane Fischer entscheidungserheblich für die Strafbarkeit von Ihrem Mandanten sei. Wie meinen Sie das? Also ich habe Viviane Fischer, meine ich jetzt nicht speziell auf die Strafbarkeit bezogen ins Spiel gebracht. Ich habe eher die Zusammenarbeit hervorgehoben und dass er gerade mit Viviane Fischer eigentlich die Ausschussarbeit zusammen geleistet hat und dass Viviane Fischer
ja, dass es da einfach eine Spaltung gab zwischen den Gesellschaftern, in dem Viviane Fischer und Rainer Füllmich auf der einen Seite standen und auch mit den anderen beiden, mit den Anzeigenerstattern eigentlich spätestens seit Mitte, Ende 21 gar nicht mehr zusammengearbeitet haben, weil es da überhaupt keine Einigkeit mehr gab, weil das Verhältnis völlig zerrüttet war. Viviane Fischer hat dann natürlich letztlich, ja, es gab, genau, jetzt weiß ich wieder, welchen Punkt Sie meinen. Im Sommer 22 ist es dann zum Zerwürfnis gekommen zwischen Viviane Fischer und Rainer Füllmich. Da waren offensichtlich auch persönliche Motive und nicht nur wirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche Motive der Grund für. Und ich habe tatsächlich hergeleitet, dass ich der Überzeugung bin, durch das, was ich bisher alles erfahren habe, sowohl im und als auch außerhalb des Gerichtsprozesses und was ich damals auch gesehen habe, während diese ganzen Auseinandersetzungen liefen, dass wenn dieses Zerwürfnis nicht stattgefunden hätte zwischen den beiden Köpfen des Ausschusses, zwischen den beiden aktiven Gesellschaftern, der Vor-GOG oder auch einfach des Ausschusses, dann würden wir hier heute nicht sitzen. Dann hätte die strafrechtliche Verfolgung von Rainer Füllmich in dem Maße nicht stattgefunden. Denn Viviane Fischer hat keine Strafanzeige gestellt. Sie hat Rainer Füllmich zwar auch aus dem Ausschuss quasi faktisch entfernt und rausgeschmissen. Es gab dann auch die gegenseitigen Diffamierungen, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit. Und ja, alle möglichen Implikationen quasi, die ich gar nicht schönreden will. Aber es wäre meines Erachtens nicht dazu gekommen, dass das Ganze von Anfang an derartig eskaliert wäre und direkt mit einer strafrechtlichen Verfolgung, auch mit einem Ermittlungsverfahren begonnen hätte, ohne überhaupt insgesamt vorher einen Zivilrechtsweg auch nur ansatzweise auszuschöpfen. Interessant war ja auch, dass Viviane Fischer sich, als das hochkam, dass Templin sich die 1,1 Millionen vom Konto bzw. vom Käufer hat überweisen lassen, dass sie sich dann eindeutig vor Rainer Füllmich gestellt hat und versucht hat, sich zumindest mal erklären zu lassen, wie es sein konnte, dass er angesichts einer Forderung von 600.000 € sich 1,1 Millionen hat überweisen lassen. Das kam heute noch mal ganz gut zum Ausdruck. Wir haben diesen Chat noch mal verlesen. Genau. Und der zeigt der einfach, jetzt aus dem Herbst ja, 23, ja, aber klar, auch die aber Rückschau zeigt ja, was. Er zeigt ja auch, und was sie hat ja damals auch schon die gedacht worden ist. Strafanzeige, die hier in Band 4 noch mal von ihr kommentiert wurde. Wie gesagt, dementsprechend auch kommentiert, dass sie dargestellt hat, dass sie dem teilweise überhaupt nicht folgen kann, was da geschildert wurde. Aber es zeigt ja, dass sie noch in 23 mehr oder weniger doch hinter Rainer Füllmich noch stand. Ja, das muss man ja klar sagen. Also das war schon sehr hartnäckig, wie sie danach gefragt hat, wie es sein kann, dass dieser finanzielle Coup da so gelandet worden ist. Gut, und sie hat ja auch hier bei ihrer Einvernahme als Zeugin freudestrahlend über die gute gemeinsame Zusammenarbeit hinsichtlich der Aufklärungsarbeit mit Rainer Füllmich berichtet. Sie hatten Freispruch gefordert und sofortige Freilassung. Glauben Sie, dass das Früchte tragen wird? Ja, ich hoffe es doch. Ich habe das ja noch nicht beantragt. Ich bin immer noch nicht fertig geworden heute. Und das ist jetzt der zweite Kollege, der das beantragt hat. Gestern hat das ja auch der Kollege Miseré beantragt. Und ich hoffe doch, dass wir da hinkommen letztendlich. Was steht diesen Freitag noch an? Diesen Freitag wird wahrscheinlich der Kollege Miseré auch wieder anwesend sein und wird, denke ich, noch was vortragen und wird das, was ich heute verlesen habe als Erklärung und als Anträge aus seiner Feder sicherlich noch weiter ausführen. Möglicherweise werde ich auch noch was ausführen und dann erwartet uns ja auch noch mal das Schlusswort des Angeklagten, wo er im Endeffekt sein Plädoyer fortsetzen wird, aber dann wirklich unter dem Begriff Schlusswort und nicht mehr unter dem Begriff Plädoyer.